Hallo liebe Freunde, Aiden und ich melden uns zurück. Zugegeben nach einer größeren Pause. Es gab viel Interessantes in der Wasserarbeit und in anderen Sportarten für uns. Aber jetzt möchten wir euch mit einer Serie von Videos zum Thema Genetik und Verhalten erfreuen. Die Frage, was ist in den Erbanlagen angelegt und was wird durch Umwelt und Erziehung erworben, beschäftigt uns Menschen seit jeher. Und auch für Vierbeiner ist das interessant. Dort gibt es ganz praktische Fragen. Gibt es rassespezifische Merkmale? Und wie deutlich sind die ausgeprägt? Oder wie wichtig ist der familiäre Hintergrund? Was sagen uns die Elterntiere und die früheren Ahnen über unseren Welpen, den wir aus einem Wurf zu uns genommen haben? Ihr werdet wissen, die Tiere in einem Wurf sind sehr unterschiedlich im Verhalten. Aber individuelles Wissen reicht zur Beurteilung der Frage, was ist Genetik und was wird erworben durch Erziehung und Umwelt, nicht aus. Auch keine Statements von Zuchtverbänden oder Kaminfeuergespräche. Zur Beurteilung der Frage, was ist Genetik im Verhalten und was wird geprägt durch unsere Erziehung, brauchen wir wissenschaftliche Tests. Sollte jemand denken, das ist aber trockene Kost, kann ich euch versprechen, das Gegenteil ist der Fall. Ihr seid ja einerlei wissenschaftsaffin als häufige Besucher dieses Kanals. Und ihr werdet sehen, es ist sehr wenig hart verdrahtet in unseren Hunden, genetisch, sondern vieles ist angelegt, kann aber durch uns, durch Erziehung, durch Begeisterung geprägt, verändert und weiterentwickelt werden. Also schauen wir uns die Dinge an. Gut gemacht. So, Schluss machen kann ich. So ist es. Genetik ist im Prinzip sehr einfach. Wir korrelieren Phänotypen, also heute Verhaltensweisen, mit dem Genotyp. Das heißt, wir wollen bestimmte Genorte auffinden, denen wir eine Verhaltensweise zuordnen können und idealerweise sogar sagen können, wie stark diese auf das Verhaltensmerkmal einwirkt. In der Analyse der Genotypen sind in den letzten 20 Jahren enorme Fortschritte erzielt worden. Sie ist sehr präzise und sehr schnell. Wir wollen sie aber heute zurückstellen und wollen uns auf die linke Seite konzentrieren, auf die Welt der Phänotypen. Ich hoffe, ihr werdet mir vergeben, wenn ich darauf etwas herumreite, auf der Bedeutung einer guten Definition des Phänotyps. Denn wie in der Informatik gilt hier auch das Müll rein, Müll raus Prinzip. Ein unsauber beschriebener Phänotyp, sei es als anatomisches Merkmal, als Krankheitsbild oder wie hier als Verhaltensmerkmal, wird uns nicht erlauben, eine Korrelation zu den physikalischen Markern auf dem Erbgut aufzuzeigen. Wir müssen also präzise sagen, welche Beobachtung wir aufnehmen und eventuell quantifizieren wollen. Wie heute unsere beiden Beispiele Aggression und Bindung des Hundes durch ähnliche, präzise Fragen und Tests abgebildet. Im Prinzip stehen uns zwei Methoden zur Verfügung. Die Bewertung auf dem Hundeplatz oder im Labor durch Experten und Fragebögen an Hundehalter. Die beiden Formate sind hier als Screenshot abgebildet. Links ist eine Testbeschreibung der Tierärztlichen Hochschule Hannover und rechts ein Fragebogen, der sogenannte CBARC Questionnaire, zum Thema Aggression. Wenn ihr etwas hereinzoomt, werdet ihr feststellen, dass das Verhaltensmerkmal Aggression, wie oben erwähnt, durch viele Fragen evaluiert wird. Wir wollen aber auf die einzelnen Fragen jetzt nicht eingehen, denn es geht nur um das Beispiel, wie ein solcher Test funktioniert. Das Prinzip ist wichtig. Der Hund wird auf dem Hundeplatz oder im Alltag unterschiedlichen Situationen, die ihm bekannt sind oder die ihn herausfordern, ausgesetzt. Dabei wird auch unterschieden, ob es sich um fremde Personen oder Personen des Haushaltes oder um Tiere handelt. Die herausfordernde Situation kann im Wegnehmen eines Spielzeugs bestehen, in plötzlich auftretendem störendem Lärm, überraschend auftauchenden Fahrradfahrern und Joggern oder bedrohlich erscheinenden, torkelnden, lauten Personen. Um das Jahr 2010 herum wurden viele derartige Untersuchungen zum Thema Aggressivität bei Hunden durchgeführt.
Und das sowohl in Europa wie in den USA. Es ging um Gesetzgebung und die zugrunde liegende Fragestellung war, sind bestimmte Hunderassen auffällig aggressiv im Vergleich zu anderen? Und wenn dem so ist die Ursache genetisch oder erziehungsbedingt? Und wie kann man einwirken? Hier ist als Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2008 dargestellt. Es geht um aggressives Verhalten unterschiedlicher Hunderassen gegenüber Fremden. Die gemessenen Werte sind nach Durchschnittsbildung der teilnehmenden Hunde auf der Y-Achse aufgetragen. Ein so definierter Normalwert über alle Rassen von 0,5 ist durch die horizontale Linie gekennzeichnet. Die meisten Rassen schwanken um diesen Normalwert. 3 Dinge fallen auf. Einige Hunderassen, wie der sibirische Husky und der Windhund, liegen weit unter dem Schnitt, werden also laut dieser Studie durch die angebotenen Reize nicht herausgefordert. Zweitens, wichtiger, weil im Hinblick auf die Gesetzgebung relevant, häufig als Listenhunde bezeichnete Rassen wie der Pitbull, der Mastiff, der Rottweiler zeigen sich unauffällig. Drittens, leicht überdurchschnittlich aggressiv kamen der Dackel und der Chihuahua aus der Analyse. Dieser letzte Befund würde nicht zur Diskussion vor Maßnahmen bewegen, ist aber dennoch interessant. Exakt gleiches Verhalten wird bei den Großen und Kleinen sehr unterschiedlich bewertet. Zum Teil in der Konsequenz berechtigt, da die im Ernstfall entstehenden Verletzungen deutlich ernster bei den Großen ausfallen. Aber man sollte bei der wissenschaftlichen Betrachtung die Verhaltenswerte von anderen Dingen wie den Folgen trennen. Das ist das Ergebnis fast aller Studien. Es gibt keine bis fast keine Evidenz für das Vorhandensein genetisch bedingter Aggressivität in einer Rasse. Es liegt also in eurer Verantwortung. Mit dem Verhalten Bindung kommen wir nun zu einem zweiten Beispiel, wie wir Verhalten in Tests bewerten. Ist das Dauerbellen eines Hundes, wenn der Zweibeiner das Grundstück oder das Haus verlässt, Zeichen einer besonders starken Bindung? Oder wenn der Hund immer bei euch bleibt, nicht von der Seite weicht in bestimmten Situationen mit anderen Hunden, ist das Zeichen von Ängstlichkeit oder ist das Bindung? Wie können wir also die Bindung wissenschaftlich erfassen? Diese Frage ist schon für das Alltagsleben sehr wichtig. Essentiell wird sie bei Hunden, die ihren Besitzer wechseln müssen, zum Beispiel nach einer Ausbildung zum Blindenhund. Oder in noch größerer Basis bei Hunden, die in Tierheimen sind und dann entweder an einen neuen Besitzer abgegeben werden oder davor noch in einer Gastfamilie geparkt werden. Was passiert dann mit der Bindung? Wie orientiert sie sich neu? All das kann man sich wissenschaftlich anschauen und ich möchte euch die Tests nun vorstellen. Tests auf Bindung bei Hunden kommen aus der Kinderpsychologie. Hier zeige ich euch den Strange Situation Test nach Mary Ainsworth. Wenn ihr das Kind im Bild durch einen Hund ersetzt, wird sofort klar, wie die Sache funktioniert. Die Bezugsperson, hier die Frau, und ein Fremder sind im Raum. Nimmt der Hund unter dem gefühlten Schutz der Bezugsperson Kontakt zu dem Fremden auf. Erforscht er die Lage. Dann verlässt die Bezugsperson den Raum. Wie reagiert der Hund? Letztlich kommt die Bezugsperson zurück. Wird sie begrüßt? Alles wird auf Videokameras aufgenommen und ausgewertet. Kann man wunderbar drinnen und draußen durchführen. Die Verhaltensweisen auf diesem Bild werden zusammen als Indikatoren für eine feste Bindung des Hundes zu seiner Bezugsperson betrachtet. Im ersten Moment könnte man geneigt sein zu sagen, ist doch immer so, ist selbstverständlich. Aber so ist es nicht. Nehmt den ersten Punkt. Häufig wird ein Hund in einem Tierheim jeden, der ihm sympathisch ist, ungestüm begrüßen. Wie unser Eiko, ein Schäferhund-Berner-Mischling. Er suchte Kontakt. Das ist gut, aber zu diesem Zeitpunkt noch kein Indiz für eine Bindung. Zweiter und dritter Punkt, auch nicht selbstverständlich. Wie viele Hunde vergessen im Freien erst einmal den Zweibeiner und müssen gesucht werden? Oder, anderes Extrem, sie weichen ängstlich nicht von der Stelle. Auch der vierte Punkt ist nicht banal. Kommt euer Hund zu euch, wenn er erschreckt wird?
zum Beispiel durch einen Silvesterknaller, oder läuft er weg? Es geht hierbei nicht um den vermeintlich perfekten Hund oder um gut oder schlecht. Die Punkte ergeben gemeinsam ein gutes Bild einer Hund-Mensch-Bindung und im Einzelfall vielleicht einen Wegweiser, woran man arbeiten könnte. Die Zeit rast dahin, aber ich muss euch noch einige interessante Ergebnisse aus solchen Bindungsstudien präsentieren. Hunde suchen eine Bindung zu uns und sie sind flexibel. So ist der Übergang von der Welpen- oder Jugendphase von einem Trainer auf eine Person, die danach betreut wird, zum Beispiel einen Blinden, unproblematisch. Hunde aus dem Tierschutz entwickeln zügig eine Bindung zu einer neuen Bezugsperson. Voraussetzung ist allerdings, dass der Aufenthalt im Tierheim nicht allzu lange war. Ein Zwischenparken in einer Gastfamilie hat sich als sehr positiv erwiesen. Und natürlich muss man einen Hund, den man aus dem Tierschutz übernommen hat, erziehen, im Gehorsamstraining. Aber Nähe und Körperkontakt müssen sein. Unser Moritz, ein Schäferhund aus dem Tierschutz, wurde unser Hund, nachdem wir eine Woche mit ihm im Zelt geschlafen haben. Da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe bewusst auf dem Thema der Tests etwas herumgeritten, weil sie euch das Werkzeug an die Hand geben, Ergebnisse selber interpretieren und beurteilen zu können in den folgenden Folgen und in den Medien. Dort wird zu viel einfach behauptet, starke Meinungen, häufig ohne Grundlage. Wie geht es nun weiter? Wir werden uns in der nächsten Folge, etwas kürzer wird sie sein, mit einer Studie beschäftigen bei Goldies und bei Schäferhunden. Wie wichtig ist der familiäre Hintergrund? Also wie viel wird von den Elterntieren und den Ahnen auf die Welpen übergeben? Bleibt also dran, wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an, schreibt einen Kommentar. Wir freuen uns wieder auf euch. Tschüss.